ihr Kreativen! Ich zeige euch jetzt, wie man mit dem neuen Topfband Dreamer ein schönes Schachbrettmuster legen kann für eine Tischdekoration zu Ostern. Was braucht man dazu? Ich habe hier den neuen Dreamer, das Topfband mit den eingearbeiteten Federn, habe frische Zwiebeln, ausgepustete Gänseeier und einen schönen Dochtfaden mit dem Glitzerfaden drumherum. Ja, wie geht man vor? Ich brauche zu diesem Schachbrett 3 Hauptachsen. 1, 2, 3. Das kann immer mal variieren, je nach Breite von dem Tisch. Ja, hier habe ich jetzt eben die 3 Hauptachsen. Dazu habe ich mir die kleinen Querstücke geschnitten, die ich jeweils immer anlege und mir dann eben gerade passend zu diesen 3 Hauptachsen schneide. Das habe ich mir hier vorbereitet und kann somit jetzt beginnen, mit meinem Schachbrett zu legen. Wie ihr seht, habe ich schon angefangen und zeige euch, wie man das jetzt weiterführt. Ich nehme ein Stück, jetzt im abwechselnden Rhythmus. Hier war ich jetzt bei Braun, jetzt kommt wieder Weiß. Hier war ich mit der Hauptachse oben drüber. Somit gestalte ich das Ganze jetzt mit der Hauptachse unten drunter, damit eben dieses Schachbrett entsteht. Habe ich das Ganze gelegt, nehme ich gleich den Heißkleber und fixiere das jeweils in der Mitte mit einem kleinen Punkt, so dass das Ganze nicht mehr verrutschen kann. Jetzt geht es wieder mit dem Braun weiter. Hier war ich mit der Hauptachse unten drunter, das heißt, jetzt gehe ich mit der Hauptachse wieder oben drüber. Auch das wird wieder mit einem kleinen Klecks fixiert. Kurz angedrückt, schon ist das Ganze fertig. Nur ein kleiner Klecks in der Mitte, damit man die schönen Taschen, die jetzt hier entstehen, auch noch wirklich schön füllen kann im Anschluss. Ja, zum Schluss kommt nochmal das Weiß dazu, als schönen Abschluss. Dann wird das Ganze noch sauber abgeschnitten, damit es eine gerade Kante hat. Mal kurz fixieren. So, jetzt ist mein Schachbrettmuster fertig. Ich zeige das euch noch mal. Hier. Es kann auch ganz schön am Rand des Tisches runterfließen, je nachdem, wie ihr das gestalten möchtet. So, wie ihr seht, habe ich das Schachbrettmuster fertig, habe das jetzt ausgelegt und mache jetzt mit Kleinigkeiten dieses Schachbrett fertig für die Tischdekoration zu Ostern. Dazu brauche ich ein paar Tulpen, die ich hier habe, oder man nimmt frisches Schleierkraut. Ich habe hier schöne Gänseeier und die versehe ich noch mit einem Glitzerfaden. Hier ist es der weiße mit dem silbernen Glitzer und da schneide ich mir ein Stück ab und versehe eine kleine Schleife hier noch um das Ei. Das macht das Ganze noch ein bisschen hübscher und lässt das Ei nicht so nackt aussehen. Diese Eier kann ich jetzt in die Taschen schön einfüllen. In die Taschen von dem Schachbrett.
Dazu fülle ich noch ein paar kleine Frühlingszwiebeln dazu. Das rundet das Ganze noch so ein bisschen ab mit ein paar frischen Aspekten. Diese Tischdeko muss vor Ort gefertigt werden, da mit diesen Kleinigkeiten das Ganze eben schlecht zu transportieren ist. Also ausrollen und dann bestücken. Ganz schön dazu noch kleine Teelichtgläser, um nochmal ein bisschen Licht in diese Tischdekoration zu bringen. Hier habe ich jetzt kleine Tulpen. In dem Falle sind es jetzt Seitentulpen. Und man kann natürlich auch frische Blüten dazu auswählen. Die frischen Blüten vielleicht mit einem gleichen kleinen Wasserröhrchen versehen. Auch die werden schön in die Taschen gesteckt. Der Vorteil bei Seitenblumen, die kann man noch ein bisschen biegen und kann dann eben hier die Tülpchen schön einstecken. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nacharbeiten dieses Schachbrettmuster und wünsche euch in dem Falle schon mal schöne Ostern.